Herzlich willkommen, Waage, auf meinem Kanal. Ich schaue heute, welche Botschaft ich jetzt ereilen soll. Bitte beachte dabei auch den Mond sowie Venuszeichen und den Aszendent, und für persönliche Legungen besuch gerne meine Webseite. Wir schauen uns jetzt das mit den klassischen Tarotkarten an und ich ziehe dir auch hier eine Karte von den Botschaften der Engel. Die sind von Sunny Love und aktuell gibt es minus 30% auf alles in ihrem Online-Shop und du hast hier auch die Möglichkeit, zu jeder Bestellung eine Sammelkarte zu ergattern. Den Link dazu findest du in der Kanalinfo und auch im angepinnten Kommentar, und dort findest du generell alle Kartendecks, die ich verwende. So, los geht's. Ich mische mal und dann ziehe ich dir eine Karte. So, einmal, zweimal, dreimal. So, welche Karte? Ja, die spricht mich an. So, die gebe ich wieder weg, die Karten. Und die Karte lege ich hier hin. So, also, was soll Waage jetzt wissen? Was soll Waage jetzt wissen, bitte? Na, wer bist du? Königin der Schwerter, und hier im Unterdeck Waage habe ich die hohe Priesterin, zweite große Arkana. Ja, Waage, einerseits hier habe ich dich, Königin der Schwerter, das Luftelement, und hier aber auch mit der hohen Priesterin geht es darum in Kombination eben, dass du mehr in deine Mitte kommen sollst, und das heißt einfach nicht so sehr im Verstand, sondern auch auf deine Intuition hören, vor allem wenn es da um Liebe geht, und da geht es jetzt nicht zwingend um die romantische Liebe, wenn es hier um Herzensangelegenheiten geht, dass du das nicht dauernd im Kopf analysierst, sondern auch mit deinem Herzen schaust und hier eben, wie gesagt, auf deine Intuition hörst, weil bei der hohen Priesterin, du siehst ja hier, das Schwarze und das Weiße, das sind eben die Gegensätze, die hier vereint werden, damit etwas fruchten kann, weil die Granatäpfel stehen ja auch für die Weiblichkeit, für die Fruchtbarkeit, und wenn du hier zu sehr analysierst, dann bist du auch zu sehr in deiner männlichen Energie. Es ist so Waage, ich muss es sagen. Und bei der hohen Priesterin geht es ja auch um die Weiblichkeit. Also, dass du dadurch mehr in deine Weiblichkeit gehst und auch annimmst, weil wenn du hier dauernd ständig irgendwas logisch zerpflücken möchtest, und da rede ich nicht von irgendwelchen Entscheidungen im Beruf, sondern eben, wie gesagt, in Liebesangelegenheiten oder auch wenn es um dich selbst geht, dass du hier auch ein wenig weg von deinem Verstand und mehr ins Gefühl gehst. Und du siehst ja hier die 3 der Kelche, also da kann es auch um eine Verbindung gehen, um Freundschaften oder auch um eine Versöhnung, dass du da, wenn jemand vielleicht auf dich zukommt, wir schauen ja dann, wie es weitergeht, dass du da nicht zu sehr im Verstand bist, sondern auch schaust, empfinde ich wirklich etwas für die Person, beziehungsweise auch wenn ich jetzt sage, ich empfinde nichts für diese Person, stimmt das wirklich oder rede ich mir das einfach nur ein, weil ich mich selbst schützen möchte? Und das, was ich hier noch sehe, Waage, ist, dass du ein Geheimnis aufdecken wirst. Denn mit der hohen Priesterin ist ja auch so dieses Geheimnisvolle und auch dieses innere Wissen. Und hier wirst du mit deinem Schwert ein Geheimnis lüften, vollkommen egal in welchem Lebensbereich, und dadurch wird etwas transformiert, weil du siehst ja hier auch die Schmetterlinge, und das steht eben für die Transformation. Hier wird sich etwas verändern zum Guten. Vielleicht ist es eine Lüge oder vielleicht hat dir jemand etwas verheimlicht, beziehungsweise hat dich jemand an deinem Erfolg gehindert. Vielleicht hat dir hier irgendwie so ein Puzzlestück gefehlt, das man dir einfach partout nicht geben wollte, aus welchen Gründen auch immer. Und du wirst hier aber drauf kommen und du wirst dadurch auch erfolgreich, beziehungsweise hier mit der hohen Priesterin, du wirst hier etwas nicht gebären, aber einfach in die Welt setzen, das dann langfristig Früchte tragen wird, sagen wir so. Also, was ist noch wichtig für Waage? Okay, 4 der Kelche. Okay, und im Unterdeck habe ich hier die 6 der Kelche. Also Waage, es geht hier um Freundschaften, hier mit den 6 der Kelchen. Da geht es um Personen, die du schon seit längerer Zeit kennst, und da rede ich wirklich von einem Jahr aufwärts bis hin zu Kindheit etc. Also das ist eine lange Verbindung und niemand, den du gestern auf Tinder oder irgendwo kennengelernt hast, sondern um etwas, das schon länger in deinem Leben ist
und diese Person hat dir etwas nicht gesagt, weil er oder sie der Angst, dass du Nein sagst oder etwas ablehnst und hat dir deswegen etwas vorenthalten. Das muss jetzt nichts irgendwie Gravierendes sein, das kann auch einfach die eigene Unsicherheit gewesen sein und man hat eine Kleinigkeit verschwiegen, weil man eben so unsicher war und Angst hatte, dass du dann eben weg bist oder wie auch immer, weil du siehst ja auch hier bei den 4 der Kelchen geht es ja immer darum, hier wird dir das Ass der Kelche gereicht, das ist eben die Chance und man schaut nicht hin, man ist da so bockig, die tröbe Tasse-Karte ist das für mich immer und du wirst hier aber mit deinem Ass der Schwerter kurzen Prozess machen und wirst hier dann reinen Wein eingeschenkt bekommen. Und du siehst ja auch hier bei den 6 der Kelchen, in jedem Kelch sind ja Blumen, vielleicht bekommst du Blumen, beziehungsweise vielleicht entschuldigt sich einfach jemand dafür, dass man dir das nicht gesagt hat oder dass man einfach unsicher war. Und du siehst ja auch hier mit den 5 der Münzen, hier geht es um Mangel und da nehme ich nicht dich wahr, sondern dieser Person hat es an etwas gemangelt, eben an Selbstsicherheit, Selbstvertrauen oder auch eben das Vertrauen in eure Beziehung oder einfach der Mangel in das Vertrauen, dass du gewisse Dinge verstehst und auch verständnisvoll bist. Ja, Waage, so geht's einem. So, einen Moment bitte. Der 8 der Schwerter ist am Boden gefallen. Die Karte hat sich gleich im Flug aufgedreht, umgedreht, aufgedreht. Also Waage, ich habe hier im Unterdeck die 10 der Kelche. Und wir hatten jetzt sehr viele Kelche. Wir haben hier die 4 der Kelche, vorhin hatten wir die 6 der Kelche, das ergibt die 10 der Kelche. Es ist jetzt so, dein Gegenüber, egal worauf du jetzt schaust, hat hier Selbstzweifel. Das sind diese limitierenden Glaubenssätze. Und ich muss jetzt noch einmal dazu sagen, es geht hier nicht zwingend um die romantische Liebe. Es kann hier genauso um die Familie gehen, um Freundschaften, um deinen Arbeitskollegen, wie auch immer. Aber diese Person hat Ängste, traut hier irgendetwas nicht zu und sieht aber auch nicht, dass der Erfolg vor einem liegt. Und hier auch mit den 8 der Schwertern, der ist ja an seine eigenen Gedanken gefesselt und braucht noch 2 Schwerter, damit dieses Ganze aufhört, damit das endlich ein Ende hat. Der möchte hier die 10 der Kelche mit dir, also dieses emotionale Glück, möchte wieder mit dir befreundet sein, möchte, dass die Dinge wieder gerade sind, möchte mit dir in eine Partnerschaft oder wieder in eine Partnerschaft, aber traut sich das nicht zu, hat hier irgendwie auch die Ängste, nicht gut genug zu sein, dir etwas nicht bieten zu können und hat hier eben sehr stark auch die Angst vor Ablehnung und irgendwie auch so dieses Gefühl, dass er oder sie diese 10 der Kelche mit dir gar nicht verdient. Weil Waage ist so verständnisvoll, Waage ist so attraktiv, Waage ist so intelligent, ich bin das nicht, ich kann Waage das nicht bieten, ich bin unter Waages Niveau, solche Sachen kommen mir da einfach rein. Und das heißt ja nicht, dass das auch wirklich zutrifft, aber solche Gedanken plagen diesen Menschen. Und wir sind hier bei 8 der Schwerter. Ein Schwert noch, dann sind wir bei diesen schlaflosen Nächten. Und ich glaube, entweder kann sich diese Person von diesen negativen Glaubenssätzen befreien oder er oder sie geht dann zu den 9 der Schwertern über, eben zu diesem Gedankenkarussell. Und dann muss das aber so sein, denn dadurch kann sich dein Gegenüber dann diese Glaubenssätze anschauen und auch damit aufhören und endlich auf dich zukommen, beziehungsweise dir einfach die Wahrheit sagen. Du hast das ganze Spiel ohnehin schon da durchschaut, beziehungsweise wirst es noch durchschauen, aber der Person ist das gar nicht klar. Aber deinem Gegenüber muss das selbst klar werden. So, ein letzter Impuls für Waage. Gut, das ging schnell. Ja, die 5 der Stäbe. So, und hier im Unterdeck die 7 der Stäbe. Die Aufgabe deines Gegenübers ist, Grenzen zu setzen und diese Grenzen muss er nicht bei dir setzen, sondern bei anderen Personen, die dauernd dazwischen funken und die eben auch sagen, Waage, vergiss doch Waage endlich. Waage ist mit 18 ausgezogen, hat dann den Kontakt zu euch abgebrochen. Waage ist nicht mehr Teil eurer Familie, du bist nicht gut genug für Waage, konzentriere dich auf dich selbst, eben auch das. Und dadurch hat dein Gegenüber noch mehr Selbstzweifel. Aber wie schon angesprochen, dein Gegenüber wird hier Grenzen setzen
und dann kann dieses ganze Negative gehen und wird dann auch auf dich zukommen, wird dir alles erzählen vorher. Das ist auch so eine Art Lernaufgabe, die hatten wir in letzter Zeit öfters und heuer ist auch ein Neunerjahr. Also heuer brechen viele Dinge weg. Das Alte dient nicht mehr und man möchte einfach Platz für Neues schaffen. Weil 9 ist ja auch die letzte einstellige Zahl und das ist eben diese Vollendung und Dinge, die einem nicht mehr dienen, Dinge, die nicht mehr zu einem gehören, die gehen weg, damit man dann endlich freier ist bzw. mehr in der eigenen Kraft und seinen Weg wieder sieht. Hier gibt es Hürden, hier gibt es Turbulenzen und diese muss dein Gegenüber erst überwinden. Ehrlich gesagt, ich sehe sonst hier nichts anderes im Sinne von Beruf oder Finanzen. Hier geht es halt wirklich sehr stark um die Liebe. Aber wenn du hier Selbstzweifel hast, weil dir von jemand anderem etwas eingeredet wird, hör auf dich, hör auf deine Intuition, Waage und vergiss die anderen. So, wir decken jetzt die Karte auf. Ich lege die jetzt dahin, warten. Ja, also du kannst hier in dieser Situation nichts tun, außer dich um dich selbst kümmern. Dein Gegenüber muss das mit sich selbst klären, muss hier für sich selbst einstehen. Das ist so ähnlich wie bei Krebs. Du kannst der Person nicht helfen. Das Einzige, was diesem Menschen helfen wird, ist, wenn er dann auf dich zukommt, dass du ein offenes Ohr hast, dass du dir das anhörst und dann erst eine Entscheidung triffst und nicht irgendwie so vorurteilsmäßig gleich reinhaust, sondern dir das in Ruhe anhörst, damit ein klärendes Gespräch stattfinden kann und dann entscheidest. Aber jetzt, wie gesagt, ist es halt so eine Art Wartezeit, was nicht heißt, dass du dich auf die Ersatzbank setzen sollst, sondern einfach, du gehst deinen Weg und dann wird sich das Ganze schon entwickeln. Und wenn diese Person frei ist von diesen ganzen katastrophalen Bedingungen, dann werden sich die Dinge ohnehin lichten und man kommt auf dich zu. Also, in diesem Sinne bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.